Hallihallo Leute! Als ich letztens mal wieder im Online-Shop von Rossmann unterwegs war, habe ich eine neue Skincare-Marke entdeckt, die sich Bye Bye Blemish nennt. Die ist zwar nur online verfügbar, aber wer weiß, vielleicht kommt sie auch irgendwann in den stationären Handel. Und ich dachte, es wäre mal wieder eine coole Idee, einen stinknormalen Insi-Check zu machen. Das heißt, ich schaue mir die Produkte dieser Marke an und sage was zu den Inhaltsstoffen, wie ich die Formulierungen finde und ob ich mir eins der Produkte zulegen würde. Okay, ich bin mal ein Stückchen zur Seite gerutscht, damit ich euch hier die Produkte samt Inhaltsstoffen einblenden kann. Aber ihr könnt natürlich auch jederzeit in den Shop von Rossmann reingehen und euch die Sachen im Detail anschauen. Ich würde mit dem Bye Bye Blemish Witch Hazel plus Tea Tree Blemish Toner anfangen. 7,99 € für 130 Milliliter. Und Witch Hazel ist Hamamelis und Tea Tree ist natürlich Teebaum. Wird ja immer wieder gerne bei unreiner Haut empfohlen. Ich persönlich wäre da vorsichtig. Es kann durchaus hilfreich sein, aber es gibt einfach sehr, sehr viel bessere Inhaltsstoffe, die da auch besser funktionieren und die auch ein geringeres Allergierisiko haben. Das ist halt auch so ein Toner, den ich mir persönlich nicht zulegen würde, weil nach dem Wasser bereits vergällter Alkohol gelistet wird. Und ich habe so meine Probleme mit Ethanol in Produkten, weil meine Haut dann gern mit diesem typischen Stechen und Brennen reagiert. Mag ich persönlich überhaupt nicht. Und ich finde auch diese, typische Verdunstungskälte, die Ethanol erzeugt, nicht sonderlich angenehm auf der Haut. Es ist natürlich auch feuchtigkeitsbindendes Glycerin drin, was wirklich cool ist, aber wir haben ja auch selbstverständlich das Teebaumöl, da muss man eben auch mit allergischer Haut immer so ein bisschen vorsichtig sein. Es ist auch etwas Glykolsäure, Milchsäure und Salicylsäure drinne. Das sind eben alles Säuren, die unter Umständen peelend wirken können. Milchsäure ist auch wunderbar feuchtigkeitsbindend, aber deren Einsatzkonzentration wird wahrscheinlich viel zu gering sein, um irgendeinen Effekt in diese Richtung zu erzielen. Also das ist auf jeden Fall ein Produkt, was ich mir persönlich nicht zulegen würde. Dann habe ich hier als nächstes die Bye Bye Blemish Drying Lotion und auf der Verpackung wird mit Salicylsäure und Zinkoxid geworben. Salicylsäure kann entzündungshemmend, aber auch peelend wirken, je nach Konzentration. Zinkoxid ist wundheilungsfördernd, das Ganze für 8,99 €. Und was soll das bitte machen? Ich weiß nämlich nicht genau, was eine Drying Lotion bewirken soll. Hier steht's, die Drying Lotion ist ein schnell wirkender Revitalisierer für die Haut, der praktisch über Nacht zur Beruhigung und zum Ausgleich beiträgt. Da bin ich persönlich ja immer etwas skeptisch, wenn ein Produkt gewisse Effekte über Nacht verspricht. Ich schaue mir mal kurz die Inhaltsstoffe an und ja, das wäre jetzt nichts, was ich mir persönlich kaufen würde. Denn die erste Zutat ist Isopropylalkohol. Der kann wiederum dieses typische Stechen und Brennen auf der Haut erzeugen. Und das ist auch so ein Stoff, der zur Desinfektion verwendet wird, egal ob für Flächen oder für die Haut. Danach kommt Wasser, dann Zinkoxid, dann die Salicylsäure, wobei hier natürlich auch keine Info zur Konzentration zu finden ist. Und so kann man selbstverständlich nur schwer einschätzen, welcher Effekt theoretisch eintreten wird. Was hier noch drin ist, ist Kampfer. Und hier sollten Menschen mit allergischer Haut ein bisschen vorsichtig sein, auch Menschen mit empfindlicher Haut, weshalb ich sehr strange finde, dass dieses Produkt für empfindliche Haut beworben wird. Denn Kampfer ist ein sogenanntes Gegenirritanz. Das heißt, dadurch, dass es einen gezielten Reiz auf der Haut erzeugt, also eine gezielte Irritation, lenkt es von einem anderen Reiz ab. Das ist natürlich jetzt keine dauerhafte Lösung für bestimmte Sachen, sondern nur kurzfristig anzusehen. Aber ich würde euch echt empfehlen, wenn ihr eine empfindliche Haut habt oder eine allergische Haut habt, mit diesem Produkt vorsichtig zu sein. Ich persönlich würde es mir eher nicht kaufen. Und natürlich gibt es auch ein Skincare-Produkt mit Niacinamid und zwar das Skin Rescue Niacinamid Serum. Ich kann hier leider nirgends eine Angabe zur Konzentration des Niacinamids finden, weshalb es ein bisschen schwierig ist, die beworbenen Effekte zuschreiben zu können. Niacinamid kann durchaus ab 2% teigregulierend wirken, wodurch selbstverständlich die Poren verfeinert erscheinen können und auch das Hautbild.
Was die Inhaltsstoffe angeht, habe ich jetzt nicht sonderlich viel zu meckern. Dieses Produkt kann auch durchaus von Menschen mit empfindlicher Haut oder Menschen mit Duftstoffallergie ausprobiert werden. Hier sind nämlich keinerlei deklarationspflichtigen Duftstoffe und keine anderweitige Parfümierung enthalten. Wobei, wenn die Niacinamid-Konzentration bei über 5% liegt, könnte es ein bisschen schwierig werden bei empfindlicher Haut, weil Niacinamid bis 5% relativ gut erforscht ist. Alles, was so darüber hinausgeht, kann selbstverständlich auch die Haut reizen, denn Actives sind auch dazu in der Lage, wenn sie dementsprechend konzentriert sind. Und ich persönlich könnte mir vorstellen, dieses Serum auszuprobieren, aber ich finde es einfach ein bisschen basic. Ich habe hier schon genug Produkte, die ähnlich formuliert sind, und diese Kombi aus Niacinamid und Zink finde ich mittlerweile etwas langweilig, weshalb ich mir etwas unsicher bin. Also wenn mir das jemand schenken würde, würde ich das ausprobieren, aber ich glaube, mir das selber kaufen würde ich tatsächlich nicht. Als nächstes haben wir hier das AHA und BHA Peeling Serum von Bye Bye Blemish, und da bin ich mal gespannt, ob die hier auch den obligatorischen Hinweis zum Runterspülen haben. Und ja, hier steht's. Genau, hier steht's. Lassen Sie es für maximal 10 Minuten einwirken und spülen Sie es anschließend mit lauwarmem Wasser ab, nicht häufiger als 2-mal pro Woche anwenden. Das ist natürlich auch eine Art Sicherheit für die Marken, weil dadurch, dass sie das Produkt als Rinse-Off-Produkt bewerben, also das Produkt zum Runterspülen, ist das Risiko von Reklamationen wegen Hautreizungen und Beschwerden und so weiter und so fort ein bisschen geringer. Kann ich also durchaus nachvollziehen, dass Marken das machen. Man kann solche Peelings selbstverständlich auch auf der Haut belassen. Das hängt extrem von der eigenen Haut ab und wie gut man seine Haut kennt. Ich würde das selbstverständlich nicht unbedingt empfehlen, wenn ihr eine sehr empfindliche Haut habt oder wenn ihr noch nie mit Säuren zu tun hattet. Also das kann ich definitiv nachvollziehen, dass Marken hier eher dazu tendieren zu sagen, okay, wir schreiben drauf, dass die Leute dieses Peeling lieber runterspülen sollen. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Inhaltsstoffe, und hier ist mal wieder vergällter Alkohol drin. Bin ich persönlich kein großer Fan von, habe ich euch ja vorhin schon erklärt, warum. Und auch in Kombi mit der Glykolsäure ist das kein Produkt, das ich als einsteigerfreundlich einstufen würde oder unbedingt Menschen mit empfindlicher Haut empfehlen würde, auch wenn wir hier keine Angabe zur Konzentration der Glykolsäure haben und auch keine Angabe zum pH-Wert des Produkts. Denn wenn dieses Produkt auch noch zusätzlich relativ sauer ist, wird es ein bisschen schwierig mit empfindlicher Haut. Glykolsäure hat im Vergleich zu beispielsweise Milchsäure sehr viel kleinere Teilchen und kann dadurch eben die Haut schneller reizen. Sie hat natürlich auch viele positive Eigenschaften. Sie ist feuchtigkeitsbindend, sie ist peelend, hilfreich bei Pigmentflecken. Sie kann die Kollagensynthese der Haut ankurbeln, was wiederum in einer pralleren Haut resultieren kann. Aber ich weiß jetzt nicht, ob dieses Produkt in dieser Formulierung unbedingt einsteigerfreundlich ist. Ich persönlich würde es mir eher nicht kaufen. Was ich auch ein bisschen schade finde, ich kann es hier nirgendwo finden, dass man auf UV-Schutz achten soll. Also hier steht zumindest nirgendwo was. Vielleicht habe ich es auch übersehen, aber zumindest hier auf der Seite finde ich keinen Hinweis dazu, dass man dann regelmäßig zu UV-Schutz greifen soll, wenn man solche Säuren verwendet. Denn dadurch, dass eben die abgestorbenen Hautschüppchen schneller abgestoßen werden von der Hornschicht, wird die Hornschicht dünner und dadurch ist es eben vorteilhaft, sich vor der UV-Strahlung zu schützen, denn ansonsten macht es ja gar keinen Sinn, seine Haut sozusagen zu erneuern, und das finde ich hier auch sehr, sehr schade, dass hier kein Hinweis auf Sonnencreme gegeben wird. Und zu guter Letzt haben wir hier noch die Microneedling Blemish Patches von Bye Bye Blemish für 13,99 € und die unterscheiden sich natürlich von den gängigen Anti-Pickel Patches hinsichtlich dieser kleinen, kurzen und relativ weichen Nadeln, die bestimmte Bestandteile enthalten, die dann eben, wenn man sie auf eine Entzündung aufträgt, so ein bisschen in die Haut eindringen sollen und die Entzündung nicht nur oberflächlich behandeln sollen. Ich persönlich habe da keine überaus positive
positiven Erfahrungen mitgemacht, vor allem im Vergleich zu diesen normalen Anti-Pickel-Patches. Mit gewissen Microneedling-Patches habe ich sogar eher negative Erfahrungen gemacht, weil die Entzündung sich dadurch verstärkt hat. Also hier kommt es auch sehr auf die Inhaltsstoffe an und wie eure Haut drauf ist. Also wenn ihr mit Hautproblemen zu kämpfen habt, wenn ihr zum Beispiel Akne habt oder Rosacea, dann würde ich eher von solchen Microneedling-Experimenten abraten. Finde ich ein bisschen schwierig. Also hier solltet ihr auf jeden Fall vorsichtig sein und eure Haut beobachten. Ich würde mir diese Patches eher nicht kaufen, weil ich da, wie gesagt, keinen großen Unterschied zu meinen normalen Anti-Pickel-Patches sehe. Und das war's mit dem heutigen Inci-Check. Ich hoffe sehr, dass das Video euch gefallen hat und ein kleines bisschen hilfreich war. Falls ihr schon was von Bye Bye Blemish ausprobiert habt, dann schreibt's doch gern unten in die Kommentare und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video.